Wer Software entwickelt, der macht Fehler und Fehler kann man nicht vermeiden. Und je größer die Software wird, die man entwickelt, desto schwerer werden diese Fehler zu finden. Man kann versuchen, diese Fehler gar nicht erst zu machen, indem man Unit-Tests schreibt. Und wie das geht, das kommt jetzt. Wenn Sie im 3. Semester Informatik studieren und gerade Softwaretechnik 1 hören, dann haben Sie bis jetzt wahrscheinlich eher so Programme der Länge 50 bis 100 bis vielleicht 150 Zeilen Code geschrieben. Das ist aber bei weitem nicht das, was Sie dann später im Beruf machen werden. Wir werden in Softwaretechnik 2 die Größe des Codes schon mal steigern auf ein paar tausend Zeilen, vielleicht 2000 Zeilen, und später im Beruf kommen Sie durchaus auf Systeme, die Zehntausende, Hunderttausende oder sogar Millionen Zeilen Source Code haben. Das ist keine Übertreibung. Und diese Softwaresysteme sind aus ganz vielen kleinen Bausteinen zusammengesetzt. Und wenn ich da dann einen Input reingebe, dann läuft so ein Ausführungspfad durch ganz viele Bibliotheken, Module, Klassen hindurch und rechnet dann irgendeine Art von Ergebnis aus. Und es kann halt immer passieren, dass ich irgendwo einen Fehler habe, dass es irgendwo knallt, dass ein Bug da ist. Und das Problem ist, dass ich von außen gar nicht unbedingt weiß, wo denn diese Probleme eigentlich herkommen. Eigentlich sehe ich nur so eine große Blackbox und ich sehe, dass es irgendwo geknallt hat und dass es irgendwo qualmt. Und was habe ich für Möglichkeiten? Ich kann Code angucken und vielleicht versuchen so zu analysieren. Ich kann mir Log-Ausgaben in den Code reinschreiben oder ich kann den Debugger anschmeißen und versuchen, den Fehler zu finden. Das sind alles valide Möglichkeiten, die man auch tatsächlich in der Praxis nutzt und nutzen sollte. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie man vielleicht versuchen kann, proaktiver zu versuchen, Fehler am Anfang direkt zu vermeiden. Man wird Fehler niemals ganz ausschließen können, aber es gibt das Paradigma des Left Shift, also des Links-Shifts. Man versucht also, Dinge so früh wie möglich anzugehen. Und dazu gehört das Prinzip, dass ich Unit-Tests schreibe. Wenn ich mir also wieder das Bild von eben anschaue, dann versuche ich eigentlich für jeden dieser kleinen Bausteine in meinem riesigen, unter Umständen riesigen Softwaresystem lokale Tests zu schreiben, sodass ich dann relativ sicher bin, dass jedes einzelne dieser kleinen Bausteine fehlerfrei ist. Wie gesagt, ganz ausschließen kann ich nie, dass Fehler passieren, aber damit kriege ich die Fehlerrate schon dramatisch weiter runter. Und ich kann vor allen Dingen auch, wenn ich Änderungen im System vornehme, relativ gut sagen, ob das System nach wie vor den Tests genügt, also vermutlich nach wie vor fehlerfrei ist. Was für Fehler sind das denn, die ich primär mal in den Fokus nehmen sollte, wenn es darum geht, Tests zu schreiben? Also was ich hier sehe, soll eine Klasse sein und dieses Flussdiagramm stellt so die Programmlogik dar. Also ich habe jetzt hier keinen Code reingeschrieben, sondern einfach so eine Skizze. Und ich habe jetzt verschiedene Pfade, die durch meinen Code durchlaufen. Dann sollte ich einmal gucken, dass ich möglichst jeden einzelnen dieser Pfade auch wirklich mal abteste und schaue, ob da ein Fehler passiert. Dann sollte ich zum zweiten Mal danach gucken, ob die Edge Cases, also die Fälle, wo Werte da sind, die sich am Rande meines Wertebereichs befinden, ob die richtig abgedeckt werden. Genauso wie die Fälle, die out of bounds sind, also die quasi invalide Werte darstellen. Das deckt so den ganzen Bereich ab, dass Nutzer oder andere Systeme mein System falsch bedienen, bewusst oder unbewusst. Das kann in bösartiger Absicht sein. In der Regel ist es aber einfach Unwissen oder Missverständnis. Und dann sollte ich vielleicht auch nochmal ein besonderes Augenmerk darauf haben, ob ich die Anforderungen meines Kunden richtig verstanden habe. Vielleicht habe ich was vergessen oder ihn missverstanden. Diese 4 Fälle sollte ich beachten und das sind auch genau die 4 Fälle, die ich mir zum Prinzip nehmen kann, wenn ich Unit-Tests schreibe. Nochmal zu wiederholen: Fehler in bestimmten Ausführungspfaden, Fehler am Randbereich von Werten, Fehler mit invaliden Parametern oder vergessene und falsch verstandene Anforderungen. Machen wir das Ganze mal an einem praktischen Beispiel.
Ich habe jetzt mir mal ein ganz einfaches Programm geschrieben, was ein Auto modelliert, sehr einfach, und was dann die Reichweite dieses Autos ausrechnet anhand von 4 Parametern, nämlich den Basisverbrauch des Autos, dem Inhalt des Tanks, und dann habe ich 2 einfache Regeln. Jeder Passagier inklusive dem Fahrer kostet 5% mehr Verbrauch, einfach durch das zusätzliche Gewicht, was transportiert werden muss. Und wenn ich eine Klimaanlage habe und die anschalte, dann kostet das 10% mehr Verbrauch. Und das Programm, was ich da geschrieben habe, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Das ist ein relativ einfaches Programm. Ich habe hier oben die 4 Instanzvariablen, die meinen 4 Parametern entsprechen, nämlich Tankinhalt, Verbrauch, Anzahl der Passagiere ohne den Fahrer und die Information, ob die Klimaanlage an ist oder nicht. Dann habe ich eine Main-Methode. Diese Main-Methode, die liest einfach diese 4 Parameter mal ganz einfach von der Konsole ein. Die prüft, sind es genau 4 Parameter. Ich gebe die einfach in der Reihenfolge, wie ich die da oben aufgeführt habe, in das Programm rein. Wenn es nicht 4 sind, hört es auf. Und wenn es 4 sind, dann wird die Klasse instanziert. Ein Konstruktor wird aufgerufen mit diesen 4 Werten. Und auf diesem Objekt, auf diesem Auto-Objekt, wird dann die Methode Calculate Range aufgerufen, die die Reichweite ausrechnet und dann zurückgibt. Dann haben wir einen Konstruktor, den wir eben gesehen haben, mit den 4 Werten, die als Parameter reingegeben werden. Dann kommt die Hauptmethode. Die Hauptmethode Calculate Range sieht so aus, dass ich mir erstmal den Basisverbrauch hernehme und dann einen Aufschlagsfaktor, also so einen Increase-Faktor mir berechne. Der ist erstmal 1. Und dann schlage ich halt entsprechend auf. Wenn ich Personen, also Passagiere im Auto habe, dann schlage ich 5% oder 0,05 für jeden Passagier drauf. Und dann multipliziere ich den Verbrauch mit diesem Faktor und kriege dann daraus den Range, den ich dann zurückgeben kann. Und der Rest der Klasse, das ist einfach nur Setter und Getter. Gehen wir mal ins Terminal und schauen uns an, was passiert. Ich habe jetzt hier schon mal einen Aufruf vorbereitet. Also ich habe ein Auto, was 46 Liter Tankinhalt hat, einen Basisverbrauch von 10 Litern und keine Passagiere, aber ich habe die Klimaanlage an. Was würde ich dann für eine Reichweite erwarten? Also ich würde erwarten, dass ich erstmal den Fahrer im Auto habe. Also ich habe eine Person drin sitzen, das macht schon mal 5% Aufschlag. Das heißt, dann bin ich nicht bei 10, sondern bei 10,5 Litern. Und ich habe die Klimaanlage an, 10% Aufschlag, also nochmal einen Liter drauf, bin ich bei 11,5 Litern. 46 Liter Tankinhalt, 11,5 Liter Verbrauch. Wer rechnen kann, da müssten 400 Kilometer rauskommen. Jetzt mache ich es mal und wie ich sehe, es kommen 460 Kilometer raus. Offensichtlich habe ich also einen Fehler in meinem Programm. Und wer eben aufgepasst hat, der hat es wahrscheinlich auch schon gesehen. Wenn ich nochmal mir die Methode anschaue, dann habe ich, ich weiß es hier, weil die Methode halt nicht mal 100 Zeilen hat. Wenn ich hier reingucke, dann sehe ich, ich habe vergessen, den Fahrer mitzuzählen, zum einen. Und zum anderen habe ich die Anforderung, dass die Klimaanlage auch mehr Verbrauch kostet. Die habe ich ganz vergessen. Die fehlt komplett. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten halt nicht nur diese 100 Zeilen, sondern wir hätten ein System mit, sagen wir, 1000 Klassen und jede Klasse hat 300 Zeilen. Ja, dann haben wir ein System mit 300.000 Zeilen. Das ist gar nicht mal so irrsinnig groß. Da würden Sie sich wahrscheinlich nicht so leicht tun, um rauszukriegen, wo ist denn jetzt gerade der Fehler? Vor allen Dingen, wenn da sehr viel Interaktion zwischen den Klassen passiert. Wenn ich jetzt mal so unsinnige Werte eingebe, also zum Beispiel einen Verbrauch von 0, dann kriege ich einen unendlichen Range, Infinity. Wenn ich zusätzlich auch noch den Tankinhalt 0 setze, dann kriege ich NaN als Ergebnis. Beides sicher nicht das, was ich mir wünschen würde. Das sind also offensichtlich die invaliden Werte nicht ordentlich abgedeckt. Und wenn ich jetzt mal aus Spaß hier -3 Passagiere eingebe, dann kriege ich sogar noch mehr Reichweite. Also ich würde sagen, da liegt noch ein bisschen was im Argen bei dem Programm. Ich
habe also, wenn ich auf die Setter schaue, da auch nicht dran gedacht, invalide Werte vernünftig auszuschließen. Jetzt habe ich aber schon Unit-Tests geschrieben für diese Klasse. Und diese Unit-Tests, die sehen so aus. Also für Unit-Tests in Java gibt es die Konvention, dass ich unter dem src-Directory zwei Subdirectories habe, nämlich Main und Test. In Main liegt mein Produktivcode und in Test liegen meine Testklassen. Und ich mache die Zuordnung einfach dadurch, dass die Packages gleich heißen. Das heißt also, ich habe auch wieder ein Package, was TH Köln Archilab Driving Range heißt, und da drin habe ich dann eine Testklasse namens Vehicle Test. Dieses Vehicle Test nutzt das JUnit Framework, und dieses JUnit Framework kommt mit ein paar sehr praktischen Hilfsmitteln. Zum einen ist es so, dass ich eine Methode als BeforeEach markieren kann, und wenn ich diese Methode habe, dann wird sie vor jedem einzelnen Test aufgerufen. Und in diesem BeforeEach kann ich dann so elementare Initialisierungen vornehmen. Ich habe jetzt in der Testklasse oben zwei Autos angelegt, nämlich einen Muscle Car mit kleinerem Tank und größerem Verbrauch und einen Family Van mit etwas größerem Tank und geringerem Verbrauch. Und diese beiden Autos, die initialisiere ich jetzt. Bei dem Muscle Car sage ich, dass der 42 Liter Tankvolumen hat und 10 Liter verbraucht. Und so wie das halt bei Muscle Cars dem Klischee entsprechend ist, wird der von Männern in meinem Alter gefahren, die dann natürlich alleine unterwegs sind und weil sie harte Männer sind, auch die Klimaanlage auslassen. Das heißt also, wenn ich mit einem 42 Liter Tank und einer Person fahre, dann habe ich insgesamt 10,5 Liter Verbrauch. Das heißt, hier ist mein Expected Range 400 Kilometer. Der Family Van wird in der Regel mit der ganzen Familie gefahren. Das heißt also, ich habe immer 3 Passagiere dabei plus Fahrer, also 4 Leute im Auto. Ich habe einen großen Tank mit 76 Litern. Das Auto ist sparsam, sagen wir mal ein Diesel oder sowas, verbraucht 6 Liter auf 100. Dadurch, dass ich die 4 Leute drin habe, habe ich insgesamt 20% Aufschlag. Die Klimaanlage ist auch immer an, weil die Kinder sonst knatschen. 30% Aufschlag, das heißt, ich habe auf die 6 Liter 1,8 Liter drauf, sind 7,8 Liter auf 100. Mit einem 78 Liter Tank komme ich also 1000 Kilometer weit. Und jetzt habe ich Testmethoden. Diese Testmethoden sind in JUnit damit gekennzeichnet, dass das Schlüsselwort Test drüber steht. Und ich habe zunächst mal eine Testmethode, die den Konstruktor testet. Also mal schaut, ob der Konstruktor denn tatsächlich alle Werte richtig setzt. Dann habe ich einen Test, der die Basisverbräuche testet. Ich verwende hier so ein Given, When, Then Schema. Given sind die Annahmen, die ich für diesen Test treffe. When ist das, was ich tue, um die Tests selber auszuführen, und then ist das Ergebnis, was ich erwarte. Und man sieht, dass in diesem then-Teil immer so Assert-Statements stehen. Also eine Assertion ist etwas, mit dem ich eine Annahme prüfe. Ich formuliere meine erwarteten Testergebnisse also durch das Schreiben von solchen Assert-Statements. Und man sieht hier, dass ich Gleichheit erwarte. Man sieht auch, dass ich bei den Equal Statements und Float noch ein Delta mit dabei gebe. Das habe ich oben vereinbart als 0,01. Das liegt daran, dass ich zwei Floats eigentlich niemals wirklich auf exakte Gleichheit testen sollte. Das kann durch irgendwelche Operationen immer in den ganz hinteren Nachkommastellen irgendwelche Verschiebungen geben. Dann habe ich eine fast gleiche Zahl, die aber formal nicht ganz gleich ist und dann fehlschlägt. Mit dem Delta kriege ich hinreichende Genauigkeit, hinreichende Unschärfe rein, sodass ich dann den Test auch sauber durchführen kann. Bei den Basisverbräuchen muss ich eben gucken, ob die oben ermittelten Expected Ranges dann tatsächlich da sind. Und dann habe ich eine Testmethode, mit der ich teste, ob bei Erhöhung der Personenzahl der Verbrauch noch stimmt. Da gehe ich bei dem Muscle Car davon aus, dass 2 Leute zusteigen und bei dem Family Van noch eine, sodass dann da 5 Leute drin sind.
und ich muss entsprechend den Expected Range anpassen. Sagen wir mal, ich rechne den Faktor aus, den ich vor Änderung der Personenzahl gehabt habe. Das ist also beim Muscle Car halt die 1 plus einmal den Fahreraufschlag. Und dann ist das jetzt neu halt 1 plus dreimal den Personenaufschlag. Und beim Family Van war es vorher 1 plus 4 mal Personenaufschlag plus Klimaanlage. Und jetzt ist es 1 plus 5 mal Personenaufschlag plus Klimaanlage. Dann habe ich eine weitere Testmethode, die auch nochmal die Klimaanlage zusätzlich testet. Das mache ich dann nach einem sehr ähnlichen Schema, indem ich bei dem Muscle Car nochmal gucke, was passiert, wenn ich die Klimaanlage anschalte. Also auch hier wieder, ich rechne mir aus, wie der Range sein sollte, indem ich sage, vorher hatte ich halt 1 plus 0,05 und jetzt habe ich 1 plus 0,05 für die Person plus 0,1 für die Klimaanlage und dementsprechend sollte sich der Range anpassen. Dann habe ich eine Methode, um die Edge Cases zu prüfen. Ich habe jetzt mal wahrscheinlich nicht so wahnsinnig sinnvoll definiert, dass ein Tank der Größe 0 nicht invalide ist. Kann man sicher darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, ein Auto ohne Tank zu bauen. Ich habe es deswegen gemacht, weil die Berechnungsformel mit einem Nuller-Tank ja auch funktionieren sollte. Es sollte also einfach eine Null-Range dabei rauskommen. Und dann kommt schließlich noch ein Test, in dem ich die invaliden Werte abprüfe. Das ist ein negativer Tankinhalt. Das ist ein Verbrauch der Größe 0, also ein Auto, was ohne Benzinverbrauch fährt, oder ein Auto, was negativen Benzinverbrauch hat, oder eine negative Anzahl von Personen oder eine Personenanzahl größer 8, weil das ist das offizielle Limit für PKWs. Jetzt lasse ich diese Testsuite mal laufen. Das mache ich zum Beispiel, indem ich in IntelliJ die Testklasse selektiere und dann mit der rechten Maustaste die Run-Methode für die Tests auswähle. Und man sieht, dass von den 6 Tests 4 fehlschlagen, was ja auch korrekt ist so. Die einzigen Tests, die funktionieren, sind der Konstruktortest, weil der ist okay, und der Edge Case Test. Die anderen schlagen fehl. Das heißt also, wenn ich die Tests geschrieben hätte, dann würde ich hier schon sehen, ich habe ein Alarmsignal. Also ich habe gesehen, oder der Test ist nicht grün, der Test sagt mir, du hast einen Bug in deiner Software. Ich habe noch eine weitere Möglichkeit zu schauen, ob der Test denn geeignet ist für meine Aufgabenstellung. Ich kann nämlich die Funktion Run with Coverage auswählen. Dann werden die Statements meines Codes mit so einem speziellen Code instrumentiert und er prüft, ob er überall mal vorbeiläuft. Wenn ich das mache, dann sehe ich für meine Vehicle Class, dass ich im Wesentlichen alles grün habe. Also ich habe eine Coverage für fast alles außer der Main-Methode und dem leeren Konstruktor. Der leere Konstruktor, der ist jetzt ziemlich trivial, da sind ja keine Statements drin. Bei der Main-Methode könnte ich in der Tat auch nochmal sagen, dass ich da irgendwas tue. Das Testen wird hier ein bisschen schwieriger, weil ich ja diese System Out drin habe. Da müsste ich also irgendwo gucken, dass ich System Out dann in einer geeigneten Weise mocke. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, deswegen habe ich das gelassen. Aber man sieht generell, wenn die Klasse jetzt ein bisschen größer wäre und nicht so trivial, wie sie für dieses Beispiel ist, dann könnte ich schon sehen, ob ich eine vernünftige Test-Coverage hier habe. Das ist das Fachwort dafür. Test-Coverage bedeutet, wie viel Prozent meines Codes wird tatsächlich durch meine Unit-Tests abgedeckt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn ich die Bugs gefunden und gefixt habe. Also, vielleicht sage ich vorher nochmal ein Wort dazu, wie ich denn dann den Fehler suchen würde. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel die fehlschlagenden Tests nehmen und den Debugger benutzen und sagen, ich schreite da mal Schritt für Schritt durch, bis ich da den entsprechenden Fehler gefunden habe. Es gibt auch ein Video von mir, wie man mit dem Debugger umgeht. Das finden Sie in der Softwaretechnik-Playlist. Jetzt gehe ich mal zu einem Fix für meinen Bug. Das habe ich in einem Branch des Repos gemacht. Das heißt, ich muss jetzt ein Checkout dieses Branches machen. Der Branch heißt Bugs Fixed.
Wenn ich mir jetzt die Kaggle-Range-Methode in der korrigierten Fassung anschaue, dann sehe ich, dass ich die Personenzahl korrigiert habe. Also der Fahrer ist jetzt durch das +1 mit dabei. Ich habe außerdem die vergessene Anforderung der Klimaanlage mit aufgenommen. Wenn die an ist, gibt es auch nochmal Aufschlag. Also das ist jetzt korrigiert. Und wenn ich jetzt weiter unten schaue in die ganzen Setter, dann habe ich da überall Illegal Argument Exceptions eingebaut, falls ich den validen Wertebereich verlasse. Also zum Beispiel bei einem Tankinhalt kleiner 0, bei einer Personenzahl, also Passagieranzahl kleiner 0 oder bei einem Verbrauch von 0 oder weniger. Wenn ich jetzt hier die Tests laufen lasse, dann sehe ich, die Tests sind alle grün. Das heißt, ich habe einigermaßen Sicherheit, dass dieser Source Code jetzt korrekt ist. Welche Prinzipien sollte ich anwenden, wenn ich solche Unit-Tests schreibe? Zum einen gilt, ich sollte für jede Klasse immer einen Test schreiben. Also ein Test heißt eine Testklasse anlegen. Für große Klassen kann man auch mehrere Testklassen machen, aber man sollte im Prinzip alles, was man schreibt, immer durch einen Unit-Tests auch unterstützen. Und diese Unit-Test enthält dann mehrere Testmethoden. Ich sollte schauen, dass meine Test-Coverage nahe an 100% ist. Das kann ich, wie gezeigt, gerade ganz einfach mit Bordmitteln aus der IntelliJ IDE herausmachen. Dann sollte ich gucken, dass ich meine Testmethoden nicht zu groß mache. Also ich sollte schauen, dass ich immer nur so einen Fehleraspekt pro Testmethode untersuche. Also wenn man nochmal zurückguckt, ne, diese 4 Situationen, die ich skizziert habe, die einzelnen Ausführungszweige, da sollte man dann pro Zweig so eine Testmethode machen, so als Daumenregel. Und dann Edge Cases, Out of Bounds Cases und dann gucken, dass man vielleicht auch nochmal alle großen Anforderungen anguckt und schaut, ob man die auch alle untergebracht hat. Dann arbeitet man mit Assertions. Wir haben hier 2 Stück gesehen im Prinzip. Wir haben Assert Equals gesehen, wir haben Assert Throws gewesen, also wo ich erwarte, dass eine Exception fliegt. Es gibt noch ein paar andere, das kann man dann entsprechend nachlesen. Es ist immer sinnvoll, diesem Given-When-Then-Schema zu folgen. Wenn Sie in die Playlist schauen, dann gibt es da auch ein Video zum Thema Test-Driven Development. Da kommt dieses Given-When-Then her. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Und dann ist es sinnvoll, mit Before Each zu arbeiten, damit man bei jedem Test, bei jeder Testmethode, die man ausführt, immer mit so einem Clean Slate, also immer mit einem sauberen, aufgeräumten Schreibtisch anfangen kann und so davon ausgehen kann, dass ich quasi immer die gleichen Startbedingungen habe. Dann sind die Tests, die ich habe, sehr viel besser verständlich, nicht abhängig von der Reihenfolge, weil das entscheidet das Tool für mich, in welcher Reihenfolge die ausgeführt werden. Die werden also nicht notwendig in der Reihenfolge ausgeführt, wie sie in der Datei stehen. Und mit diesem Before Each habe ich das halt abgedeckt. After Each gibt's auch noch, habe ich jetzt hier nicht benutzt. Das ist, wenn ich tatsächlich zum Beispiel eine Persistenz mitteste, also eine Datenbank mitteste und muss da irgendwas hinterher aufräumen, dann kann ich das in After Each machen. Damit habe ich Ihnen am praktischen Beispiel gezeigt, wie ich für ein gegebenes Problem Unit-Tests schreibe, was für einfache Prinzipien ich dafür beachten sollte, welche Testfälle oder welche Aspekte ich bei den Tests berücksichtigen sollte und wie ich es schaffe, solche Tests ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, indem ich eben immer nur einen Aspekt pro Testmethode